Hallo ihr Liebe, oh, warte mal, als ich so gemacht habe, hat es voll geschwappelt. Okay. Hallo zusammen, wir machen heute Lemon Curd Rolls. Das sind ganz fluffige Hefeteige mit einer Zitronencreme, also super erfrischend. Ich habe jetzt hier direkt meine Schüssel und werde jetzt den Hefeteig hierin zubereiten. Ich schreibe euch wie immer alle ganz genauen Mengenangaben unten in die Infobox, genau. Das ist unterm Titel, die Videobeschreibung einfach aufmachen und dann könnt ihr euch das screenshotten und einkaufen gehen. Beim Mehl gebe ich euch aber direkt einen Tipp. Nicht alles reinzutun, weil je nachdem wie groß das Ei ist, könnte es sein, dass ihr ein bisschen weniger oder auch ein bisschen mehr braucht. So, und zum Mehl gebe ich jetzt, ich mache hier so eine Mulde. Muss ich richtig reinfilmen, damit man das sieht. So eine Mulde bilden und dann kommt da einmal lauwarme Milch. Ich weiß gar nicht, wo ich reingucken soll. Da gebe ich jetzt lauwarme Milch hinzu. Die dürfte jetzt auch nicht zu heiß sein, also wirklich nur erwärmen auf so circa 38 Grad. Und hinzu kann auch direkt die frische Hefe. Wer keine frische Hefe da hat, kein Problem. Da könnt ihr auch trockene Hefe nehmen. Schreibe ich euch dann auch in die Infobox, wie da die Mengenangaben sind. So, direkt dazu einmal Zucker. Schöner Nährstoff für die Hefe, gibt aber auch Geschmack ab. Und das Ei, also quasi alle flüssigen Zutaten. Das Ei und die zerlassene Butter kommen noch mit hinzu. Und dann fange ich einfach an zu kneten und gebe nach und nach das restliche Mehl dazu. Den Hefeteig habe ich jetzt erst in der Schüssel kurz zusammengeknetet und dann habe ich persönlich immer ein besseres Gefühl auf der Arbeitsfläche. So, jetzt habe ich hier eine feine kleine Kugel geformt und die wird jetzt einfach noch ein bisschen Ruhezeit benötigen, um einfach aufzugehen. Dafür nehmt ihr euch am besten so ein bisschen Öl. Ich nehme hier Backtrennspray, weil mehr Mehl möchte ich jetzt nicht dazugeben, weil das Mehl verarbeitet sich ja auch beim Ruhvorgang in den Teig und dann ist der Teig eventuell doch zu trocken. Noch ein bisschen Öl oben drüber und dann luftdicht verschließen. Und jetzt 30 Minuten ruhen lassen und dann geht es weiter mit der leckeren Zitronenfüllung. So, die Ruhezeit ist vorbei und jetzt wird der Teig einmal kurz ausgebreitet. Ich habe hier meinen Ausrollstab. 3 mm sind die Abstandsringe, die ich jetzt hier drauf tue. Ihr könnt das natürlich auch nach Augenmaß machen, aber wenn man schon so tolle kleine Helferlein hat, dann muss man die natürlich auch nutzen. So, die eine Seite, dann auch noch die andere. Wenn ihr jetzt eine Oberfläche habt, die wunderbar anti-Rutsch ist, dann ist das super. Dann klebt da nämlich auch nichts an. Ich habe jetzt hier sicherheitshalber einfach noch die Silikonbackmatte unten drunter. Plus ich habe jetzt hier auch noch schöne Zentimeterangaben. Und euch gebe ich ja auch mal die Zentimeterangaben an, weil ich weiß halt, wie es ist, wenn man dann zu Hause sitzt und denkt, ich hätte gern schon noch die ein oder andere Info, damit mir das auch gut gelingt. Wenn zum Beispiel der Hamza das Rezept jetzt nachmachen würde, der wärst doch dankbar über jede Information, die ich hier durchgebe. Total cool, die Produkte sind auch richtig cool. Kauft ihr, ne? Nee, mir geht es um die Infos, die ich hier durchgebe. Das ist auch wichtig, aber nebenbei könnt ihr auch kaufen. Das erinnert mich so ein bisschen an unsere Schulzeit. Wir waren in einer Klasse und dann hast du auch nicht immer aufgepasst und zugehört. Aber eins ist mir im Gedächtnis geblieben. Ich bin ein Mann, das ist normal. Eins ist mir im Gedächtnis geblieben, in Bio warst du richtig gut und ich war richtig schlecht in Bio. Und Hamza so, soll ich das erzählen? Ja, sag. Bei der Notenbesprechung, ne? Die Lehrerin ruft so jeden Einzelnen raus, sagt so, ja, Hamza, was denken Sie denn, was Sie für eine Note haben? 1. So richtig selbstbewusst. Alle haben gesagt, Hamza ist super, der ist gut. Was hat die gesagt? 4-. 4-, das war alle so, was, das kann nicht sein, Hamza ist besser als wir alle. Na, das war schon echt unfair. Die haben sich echt für mich eingesetzt. Und ich hatte eine 2 bekommen, voll ungerecht. Ich habe gar keine 2 verdient, um ehrlich zu sein. Ich habe gedacht, das liegt an meinen schwarzen Haaren, aber da waren ein paar andere auch dabei, deswegen. Ich hatte auch schwarze Haare. Gut, und jetzt, was machst du jetzt so? Ich rolle den Teig aus und dann kommt da Lemon Curd rein und dann wird es eingerollt und gebacken. Ah, das ist ein Lemon Curd. Jawolle. Cinnamon Roll. Ja. Cinnamon. Cinnamon hat da hier gar nichts mit zu tun, aber ja. Aber das ist Lemon Roll. Lemon Curd Roll. Cool. So, das reicht mir mir aufs Rezept, oder? Ja, ich mich auch gleich auf den Taste. Ja, wenn du gleich Hilfe brauchst am Essen, sag Bescheid, oder? Ja, hör mal, das mach ich doch glatt. Da komme ich schon gleich wieder zurück, ne? Ja, Rüdiger, ne? Man sieht sich. Viel Spaß. Danke. So, jetzt kann ich euch die Zentimeterangabe durchgeben. Viel Spaß. So, das ist nämlich das Wunderbare hier an der Matte. Und zwar habe ich hier, was haben wir denn hier? 28 mal... Aus dem 1990. Mal 38.
28 x 38 cm habe ich das jetzt hier ausgerollt auf 3 mm Dicke. Jetzt kommt Lemon Curd oben drauf und dann wird das Ganze eingerollt. So, das Lemon Curd, das ich jetzt hier benutze, das ist selbst gekauftes und nicht selbst gemachtes, aber ich habe auch ein Rezept auf meinem Kanal. Das mache ich mal ganz gerne, wenn ich ganz viel Eigelb übrig habe. Dann könnt ihr daraus wunderbar Lemon Curd zubereiten. Aber wie gesagt, das hier ist jetzt einfach ein fertiges gekauftes. Und das gebe ich jetzt hier einfach auf den Teig, streiche das schön glatt und dann wird das einmal aufgerollt. So, einmal den Geruchstest machen. Es riecht richtig lecker. Und das Ganze lasse ich jetzt noch mal 15 Minuten gehen. Man sieht eigentlich schon, dass der Teig extrem fluffig ist. Aber ich mag es noch einen Tacken fluffiger. Wenn ihr die Zeit habt, lasst es jetzt noch mal 15 Minuten gehen. Wenn ihr Zeitdruck habt, könnt ihr das eigentlich auch sofort in den Ofen geben. Wichtig ist, dass der Ofen vorgeheizt ist auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und dann brauchen die Lemon Curd Rolls so circa 25 Minuten. Und on top mache ich heute noch ein Cream Cheese Frosting und das bereiten wir in der Zwischenzeit zu. So, für das Zitronen-Cream-Cheese-Frosting brauchen wir Doppelrahmfrischkäse, Puderzucker, Lemon Curd und Vanilleextrakt. Das sind diese 4 Zutaten, die ihr benötigt. Und ich finde, Vanille und Zitrone matcht immer sehr, sehr gut. Daher verzichte ich in dem Fall auch nicht aufs Vanilleextrakt. Und das Ganze dann einfach nur ganz kurz verrühren und anschließend im Anschluss einfach auf die Lemon Curd Rolls geben. So, nach dem Backen habe ich ja dann nur noch das Cream Cheese Frosting oben drüber gegeben. Da fehlt noch was. Geschmiert, wollte ich schon fast sagen. Nee, das ist extra so, das ist ästhetisch. Ach so, das ist ästhetisch. Extra so dieses paar sind mit, paar sind ohne. Ach so, ja, ne? So ein bisschen Diversity zeigen, ne? Ja, genau. Ja, schön. So, wir probieren mal. Das ist das, was ich für die Endszenen aufgerissen habe. Habt ihr gesehen, wie fluffig das ist? Das sieht schon angebissen aus. Ich will ein neues haben. Oh, okay, dann nehme ich das. Kannst du mir bitte 2 Teller geben, da links? Schwarz oder rosa? Ich würde auch gerne rosa nehmen. Bitteschön. Dankeschön. So, ich will das jetzt hier raushauen. Ja. Ich finde, das muss man mit der Hand essen. Da hat keine Gabel was verloren. Einfach abrupfen und essen. Das sieht lecker aus. Das riecht doch lecker. Ich freue mich. Ey, das ist so fluffig. Was ist das für eine Soße oben drauf? Das ist ein Lemon Cream Cheese Frosting. Das hört schon so lecker an. Aber man muss eigentlich rauszupfen eigentlich, ne? So. Oh, schmeckt so gut. Boah. Das schmeckt heftig. Wenn man denkt, bei warmen Temperaturen ist man nicht so der Hefeteig-Fan, das ist ein totales Sommerrezept, finde ich. Das geht das ganze Jahr über, aber es ist total erfrischend, ne? Total so zitronig auch. Richtig zitronig und fluffig. Also gar nicht kompakt oder so. Und das ging ja auch echt, also es ging auch wirklich schnell. Ne? Das war jetzt kein Rezept, wo ihr Ewigkeiten für braucht. Na, hast du schon die Finger ich bin begeistert. Aber voll lecker. Die Zitronen- und Vanillenote ist lecker. Ich kann mir glatt die Finger ablecken. Richtig lecker, Leute. Macht es unbedingt nach. Eines meiner Top-Favorite Zitronenrezepte. Sag ich, wie es ist. Das ist wohl eklig, aber voll lecker. Ja, das zeigt ja, dass es schmeckt. Warum soll ich die Hände waschen? Das ist voll lecker. Das schmeckt wirklich. Nee, die Hände wäscht man sich nicht. Ja, du hast doch was, warte. Also, was wünschen wir? Viel Spaß beim Nachbacken. Also ich wünsche mir auch, dass ihr eure Männer oder eure Freunde oder Mütter oder sonst irgendwas glücklich macht damit. Weil das schmeckt echt lecker. Schmeckt wirklich heftig. Wir gönnen uns hier jetzt noch im Team und sagen bis zum nächsten Mal bei Kikis Kitchen. Tschüss. Ciao.